Ja, willkommen liebe Freunde hier zu meinem dreiteiligen Film über meine Marokko-Reise in 2024 und ihr seht hier den ersten Teil der Reise. Auf geht's am Samstag morgens so gegen 8:30 Uhr. Das Wetter ist verdammt kühl, ich glaube 7, 8 Grad, aber immerhin regnet es nicht. So, auf geht's! Wir haben jetzt 8:45 Uhr. Also gerade hat es noch geregnet bis 7:45 Uhr und jetzt habe ich meine ganzen Regenklamotten angezogen. Ja, und eventuell ist es jetzt zu warm, aber besser jetzt, als wenn ich unterwegs die anziehen muss. Jetzt geht's Richtung Köln, Erftstadt. Ja, Wetter sieht super aus. 2700 Kilometer bis Gibraltar. Let's go! Ja, am Ende waren es dann doch wesentlich mehr. Also ich bin fast 3000 Kilometer bis Gibraltar gefahren, weil ich ja im Prinzip der Küstenlinie gefolgt bin. Aber das wusste ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ja, bis Erftstadt bin ich ein kurzes Stück Autobahn gefahren und ja, bis dahin hat sich das Wetter gehalten und dann fing es an zu regnen. Meine Fresse, ist das schon wieder ein Dreckswetter hier. Ja, die Temperaturen sind rapide gesunken und es gab immer wieder Regen und Schneeregen und ein eisiger Wind die ganze Zeit aus Südwesten. Ich bin jetzt in Erftstadt von der Autobahn runtergefahren und ihr glaubt nicht, wie schweinekalt das jetzt geworden ist. In der ganzen Eifel war total der Eisregen und echt eine absolute Rattenkälte. Also es ist echte Polarluft. Und jetzt hier bin ich in Belgien. Und zumindest kommt die Sonne wieder raus, ist aber immer noch ein eiskalter Wind. Also ich werde jetzt erstmal tanken fahren. Puh, ja, tanken fahren und irgendwie mich ein bisschen aufwärmen. Weil wir haben hier vielleicht 2 oder 3 Grad und Schneeregen. Schließlich erreichte ich Bastogne und zunächst ist das Wetter noch einigermaßen gut und ich versuche mich jetzt so ein bisschen aufzuwärmen, aber kurz darauf hat es schon wieder angefangen zu schneien und das Wetter wurde nicht besser. So, ich bin jetzt hier in Bastogne angekommen. Mitten in Belgien auf dem Marktplatz. Ich habe total nasse Füße. Irgendwie sind meine Stiefel scheinbar nicht wasserdicht. Sehr ärgerlich. Mir ist ziemlich kalt. Ich hoffe, dass ich mich jetzt noch ein bisschen aufwärmen kann. Es ist mega kalt. Also es ist unglaublich schweinekalter Wind. Und ich hoffe, dass ich weiter im Süden auf jeden Fall bessere Temperaturen habe. Boah. Vielleicht fahre ich später noch mal irgendwo was essen, was Warmes. Aber irgendwie ist es mir hier zu stressig. Ich werde, glaube ich, gleich noch ein bisschen weiterfahren. Ja. Was für ein erbärmliches Wetter.
Weiter ging es immer weiter nach Frankreich rüber und insgesamt waren es an diesem Tag dann ungefähr 460 Kilometern, bis ich dann endlich in Courcy eintraf. Das ist ein relativ kleines Dorf, eine kleine Stadt in der Nähe von Neufchâteau, und habe mir dort ein günstiges Hotel genommen. Und ich war heilfroh, dass ich irgendwie einen warmen Platz hatte und auch eine warme Dusche hatte. Ja, willkommen hier aus meinem Hotelzimmer. Heute hat es echt fast den ganzen Tag nur geregnet, also voll die Katastrophe. Ich bin irgendwie richtig durchgefroren und meine Stiefel waren undicht. Und so dass ich mich jetzt irgendwie entschieden habe, heute irgendwie ein Hotelzimmer zu nehmen, um irgendwie meine Sachen zu trocknen. Leider gibt es hier nicht so eine wirkliche Heizung, höchstens eine Fußbodenheizung. Aber trotzdem ist nicht schlecht, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen aufwärmen kann. Ich habe jetzt gerade noch mit Glück auf so einem Jahrmarkt hier in der Nähe ein paar Crepe bekommen. Eigentlich wollte ich was essen gehen, aber hier in der Nähe gibt es nichts. Und ich habe jetzt irgendwie um die Uhrzeit auch keine Lust, nochmal irgendwo hinzufahren mit dem Motorrad. Sondern ich habe mir jetzt hier 2 Crepe geholt, ein Bier und ein paar Mandeln. Ja, ich hoffe mal, morgen wird es nicht ganz so schlimm mit dem Wetter. Allerdings soll es morgen auch noch mal regnen. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich bald schnell nach Süden komme, damit einfach hier diese Kälte aufhört. Also 2 oder 3 Grad, Dauerregen, Hagel, Schauer, richtig eiskalter Polarwind. Das macht keinen Spaß um diese Jahreszeit. Naja, mal schauen, wie es morgen wird. So, hier mal meine kleine improvisierte Europakarte. Die ist natürlich nicht ganz maßstabsgerecht, aber hier am wichtigsten ist ja hier oben der Teil von Deutschland. Startpunkt hier ist in Dortmund. Genau. Los geht's hier in Dortmund, dann über Köln. Ne? Also Köln sieht man hier, hauptsächlich Landstraße. Dann geht es hier weiter durch die Eifel, dann durch Belgien durch. Hier sind die Ardennen, dann ein kleines Stück durch Luxemburg. Hier haben wir Bastogne, das ist ein bekannter Ort aus dem Zweiten Weltkrieg. Da stand der M4 Sherman auf dem Marktplatz. Da hat es auch furchtbar geschneit. Ja, dann ging es hier weiter nach Frankreich bis nach Courcy. Und dort hatte ich dieses nette kleine Hotel mitten in der Provinz mit den netten ja, Wirten, mit der Wirtin und später dann auch auf dem Rückweg mit dem Wirt. Und hier auch hat es natürlich fürchterlich noch geregnet. Ja, das ist quasi das Ende des ersten Tages. So, guten Morgen. Wir haben jetzt kurz vor 8, Viertel vor 8. Mann, Mann, Mann. Es ist immer noch schweinekalt. 2 oder 3 Grad haben wir jetzt. Aktuell regnet es nicht. Aber gut, schauen wir mal. Schnell wieder rein. So, das ist jetzt hier das Zimmer. Also nicht besonders sauber. Es gibt aber leider auch kein wirklich warmes Wasser hier in der Dusche. Da habe ich irgendwie drauf verzichtet. Ja, also wenigstens hier warmes Wasser im Bad. Hier vorne. Ja, einfache Toilette. Ja, naja, es reicht auf jeden Fall. Das Bett ist gut. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Jo, dann wollen wir mal schauen, wie es mit dem Frühstück aussieht nachher. Ja, wie nicht anders zu erwarten, gab es ein recht spartanisches französisches Petit Déjeuner im wahrsten Sinne des Wortes, aber es hat gereicht. Und ich war froh, dass ich zumindest mit einem Frühstück in den Tag starten konnte. Auf Wiedersehen. I will bring the key some minutes, yeah? Okay? Les clés Les clés. laissez sur la porte. Ah, sur la Ok. porte. Ok, good, Ok, merci. merci, Bien, bye. au revoir. Thank you. Au revoir.
Ja, auf geht's nun auf die zweite Etappe Richtung Gelée-Tourette. Das liegt schon weiter in Frankreich. Wie gewohnt schlechtes Wetter, 3 Grad aktuell, und die Wetteraussichten für die nächste Zeit sieht auch nicht besonders toll aus. Regen wird weiter erwartet. Ja, und wie sollte es anders sein? Ich hatte mir zwischenzeitlich irgendwie meine Regenjacke ausgezogen, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Es war einfach zu kalt, fing wieder an zu regnen und so musste ich meine Jacke wieder rauskramen und weiter ging's. So, kurzer Stopp bei McDonald's. Ein bisschen aufwärmen, kleinen Kaffee. Also es ist immer noch schweinekalt. Unglaublich. Mann. So gegen Abend klart es tatsächlich etwas auf und ich hatte hier eine Phase so kurz vor Sonnenuntergang, wo relativ gutes Wetter war, auch wenn es relativ kühl war. Und ich mache mich hier auf den Weg zu einem Campingplatz, um hier draußen zu übernachten. Aber ja, am Ende des Tages werdet ihr gleich sehen, was dabei rumkommt. Oh, das scheint wohl geschlossen zu sein hier, meine Güte. Was mir nicht klar war, dass in Europa die Campingsaison scheinbar erst im April anfängt und wahrscheinlich alle Campingplätze in Europa geschlossen haben. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als weiterzufahren und zu gucken, irgendwo eine günstige Unterkunft zu finden. So, ich glaube, das ist die beste Option für heute, würde ich mal sagen. Hotel Premiere Class. Jetzt müssen wir nur noch die Rezeptions finden. Schauen wir mal. Es ist nämlich jetzt schon 18:30 Uhr und es wird bald dunkel und es ist kalt. So, jetzt bin ich hier doch im B&B Hotel abgestiegen. Das erste Hotel, wo ich jetzt gerade war, irgendwie war da niemand. Ich bin jetzt hier für 58 € inklusive Frühstück. Das passt schon. Dam. So, Freunde. Mein Raum ist hier hinten. Gut. Ah, cool, funktioniert sogar. Oh, das geht doch einigermaßen. Okay. Badezimmer. Ja, gut. Dusche, alles was wir brauchen. So.
Tag Nummer 2 startet hier auch in Coucy. Das ist hier natürlich auch im Regen und geht jetzt am Ende des Tages bis nach Les Tourrettes. Und dort habe ich in einem B&B-Hotel abends übernachtet. Da war schon relativ spät, weil, wie gesagt, die Campingplätze hatten alle noch geschlossen und das Wetter war so unbeständig, dass ich mir da wieder ein Hotel suchen musste. So, wir sind jetzt hier im Hotel. Ich habe jetzt meine Sachen ausgepackt und bin jetzt echt froh, endlich hier zu sein. Boah, also das war heute echt ein relativ anstrengender Tag. Ich bin, glaube ich, fast 500 Kilometer gefahren. Ich habe jetzt knapp, ich glaube, fast schon 1000 Kilometer in den 2 Tagen. Also heute Morgen war es ziemlich kalt. Und ich habe erst gedacht, ich kann einfach auf meine Regenjacke verzichten. Ich habe ja wirklich nur dünne Klamotten an. Ich bin wirklich nicht hier für den Winter hier ausgerichtet gewesen. Und wir haben jetzt den ganzen Tag über so zwischen, ja, ich sag mal 3 Grad heute Morgen, 3, 4 Grad bis 6, 7 Grad. Und erst hier unten an der Rhön ist es tatsächlich wärmer geworden. Wir hatten dann zuletzt 11 Grad. Und es war total toll, als endlich die Sonne rauskam. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie toll das ist, wenn diese Sonnenstrahlen das Gesicht wärmen oder auch durch den Helm, durch das Visier diese Sonnenstrahlen durchkommen, auch wenn die Temperaturen trotzdem natürlich niedrig sind und der Wind total kalt ist. Aber ich glaube, ich habe jetzt das Schlimmste hinter mir. Also ab der Rhön waren so diese dicken Wolkendecken weg und es kam immer mehr Blau raus und ich bin jetzt zum Schluss ein bisschen durch diese Orangenplantagen gefahren und habe da nach einem Campingplatz geguckt, aber der Campingplatz hatte leider noch geschlossen. Die machen erst ab 1.4. auf. Anscheinend ist hier keiner so und campt um die Jahreszeit. Jetzt bin ich jetzt hier zum B&B-Hotel gefahren. Ja, ansonsten sind so ein paar Kleinigkeiten noch passiert. Also erstmal gestern, wie gesagt, ich bin total froh, dass ich hier meine Winterhandschuhe angezogen habe oder die mitgenommen habe. Und ich habe zu Hause noch gedacht, ach komm, die Sonne ist so ein bisschen draußen, brauche ich nicht. Aber in der Eifel hat es richtig angefangen zu schneien und Eisregen und Hagel und schweinekalt. Und ich bin froh, dass ich nicht nur noch diese Handschuhe dabei hatte. Das sind wirklich ein paar Sommer-Cross-Handschuhe. Ja, und ich habe jetzt die ganze Zeit die angehabt, die auch teilweise schon ein bisschen kaputt sind und auch nass geworden sind. Aber am schlimmsten war gestern, dass meine Stiefel hier, das sind diese von Modica, die waren irgendwie letztes Jahr in Bosnien noch wasserdicht. Ja, gestern habe ich total nasse Füße bekommen und bin den ganzen Tag mit klammen und eiskalten Füßen rumgefahren. Heute Morgen waren die auch noch ein bisschen nass. Ich habe über Nacht so ein bisschen Toilettenpapier in die Spitzen reingesteckt. Aber das ging jetzt letzten Endes. Ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen. Was aber nicht ging, die ganze Zeit ohne Regenjacke zu fahren. Ich habe zwischenzeitlich meine Regenjacke wieder angezogen, weil das war einfach hier auf dem Brustkorb total kalt. Und ich habe irgendwie keine Lust mehr, irgendwie eine Erkältung wegzuholen. Ja, und ich habe mir dann die Regenjacke übergezogen, dann geht es tatsächlich auch. Ja, ansonsten, ich habe hier meine kleine Drohne, die Hover X1 mit, die ist mega cool. Aber was mir heute passiert ist, ich habe die während der Fahrt aufgeladen mit dem USB-C-Kabel und dieses Kabel scheint defekt zu sein. Und mir ist tatsächlich das Kabel geschmolzen und hier, vielleicht könnt ihr das hier so sehen, hier ist ein Rest vom USB-C-Anschluss zurückgeblieben. Ich habe den mit meinem Multitool versucht rauszuholen. Also die Drohne fliegt noch zum Glück, aber dieses scheiß Kabel habe ich jetzt weggeschmissen. Gott sei Dank ist die Drohne nicht kaputt gegangen, also bin ich echt froh. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja, sonst soweit. Ich glaube, so richtig Hunger habe ich heute nicht mehr. Ich habe irgendwie noch ein paar Mandeln, gebrannte Mandeln übrig von gestern. Die machen mega satt. Ich habe vorhin während der einen Pause so ein paar Dinger gegessen. Ich glaube, ich muss heute nichts mehr essen. Ich habe heute irgendwie einen Doppel-Cheeseburger bei McDonald's gegessen. Und irgendwie mein Magen ist voll und ich muss heute nicht mehr weg. Also ich habe noch ein paar Knoppers in meinem Gepäck und ein paar Maiswaffeln. Also wenn ich wirklich noch Hunger habe, aber eigentlich reicht mir das für heute. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss und wir sehen uns morgen früh.
Ja, das B&B Hotel war gar nicht mal so schlecht und auch das Frühstück kann sich sehen lassen, sodass wir auch hier wieder gut gestärkt in den Tag starten können. Ja, schließlich erreiche ich die französische Küste und bin jetzt hier in der Nähe von Perpignan. Und wie ihr seht, ist es verdammt stürmisch draußen. Extrem starker Wind und bewölkter Himmel, aber immerhin regnet es im Moment nicht. Weiter südwestlich erreichen wir jetzt hier die ersten malerischen Buchten, die natürlich bei der Bewölkung nicht so toll aussehen, aber ja, sie sind auch menschenleer, ja, ist klar. Im Prinzip hat die Saison hier noch nicht begonnen, im Sommer ist es hier richtig voll. Schließlich nähern wir uns der spanischen Grenze und dem kleinen Grenzort Portbou. Und hier oben auf der Bergkuppe, da befindet sich ein kleines España-Schild und ein kleiner Aussichtspunkt. Hier war ich vor 2 Jahren mit dem Bulli schon mal. Also interessante Geschichte. Einige dieser Routen bin ich hier schon mit dem Bulli gefahren. So, jetzt sind wir endlich in Portbou angekommen. Ganz, ganz langer Weg. Circa 1200 Kilometer von zu Hause. So, endlich eine kleine Pause hier. Also es hat echt bestimmt, keine Ahnung, 2,5 Stunden richtig sintflutartig geregnet, seitdem ich heute Morgen losgefahren bin. Und ich bin echt wieder mal sacknass geworden. Das heißt, meine Schuhe sind komplett nass. Handschuhe natürlich auch. Und irgendwie meine Füße sind jetzt ziemlich kalt. Bin jetzt schon ein paar 100 Kilometer gefahren. Zum Glück ist jetzt hier zumindest ansatzweise die Sonne draußen, sodass ich ein bisschen mal meine Socken aufwärmen kann. Ein bisschen am Motor. Ja, mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ich bin jetzt Richtung Landesinnere unterwegs. Zwar an der Küste langfahren macht ja überhaupt keinen Sinn aktuell bei diesem miesen Wetter. Ist auch ein schweinekalter Wind. Ja, also Spanien zeigt sich irgendwie von seiner allerbesten Seite. Aber gut, nützt ja nichts. Jetzt gibt es eine kleine Pause und dann geht es weiter
Richtung Malaga. Ja, auf den letzten 100 Kilometern wird es nochmal richtig bitterkalt. Ich suche mir hier nochmal eine Tankstelle. Vor mir liegen ungefähr 100 Kilometer über Bergland und es weht hier ein verdammt eisiger Wind. Das merkt man hier natürlich nicht, aber es ist verdammt kalt. So, am Marsch. Hola. Hello. I was booking a room for tonight. What's your name? Passport, please. Yeah. Availability. So I will give you a superior room, and you will have the sea view. Okay. What number? 104. 104. Okay. You know the hotel? No. Ah, okay. First time. Okay. 104. You're looking for numbers. Yeah. Also, If I say to you 113, no, no. 104 is also okay. it's okay. Because there is number you don't like. Ah, no. Everything is okay. Okay. Es frío. Ah, Tengo un pantalón. the breakfast is not included. If you want to take it, normally Yeah. tomorrow start at 8 o'clock in the morning. Okay. Yeah. I will need the email address or the phone number and signature, Yeah. please. Dankeschön. Yeah. Haben Sie schon seine Identitätskarte? Nee. Nein, glaube ich nicht. Ah, alles klar. Danke. 45 euros. Thing is paid with 41. credit card. I had to give Pay my already? I had to choose here on Booking.com my credit card. Okay, to charge the credit card or booking. Okay. So the only one, your only possibility to book. Okay. So 45. So Yeah. room number 104 Yeah. is your room key. Yeah. Thank you. First floor with elevator. Yeah. Okay. Have a Thanks. good time. Have Yeah. a nice day. Thanks. So. Okay. Oh, gar nicht schlecht. Wow. Ja, für 45 € ist das nicht schlecht, würde ich mal sagen. Nicht verkehrt. Cool. Mega. Ja. Cool. Ich habe sogar mein Moped im Blick. Sehr gut. Ja. Gut. Also definitiv hier. Wow, mit Badewanne sogar. Cool. Also definitiv zu empfehlen. Für das Geld. Nicht schlecht. Cool. Mega. Tag Nummer 3 startet in Les Tourrettes. Hier geht es weiter Richtung Palemos. Das ist schon auf der spanischen Seite. Hier ist die spanische Grenze. Und dort bin ich in dem netten Hotel Aubi abgestiegen.
und habe da übernachtet. Das war Tag Nummer 3. Ja, Leute, ich habe jetzt gerade erstmal geduscht. Ja, wie man gesehen hat, ist das Zimmer eigentlich ganz cool. Also für den Preis, vor allen Dingen für die 45 € habe ich jetzt auch wieder über Booking.com gebucht. Eigentlich hatte ich gedacht, okay, heute könnte ich mal draußen schlafen, aber das Wetter ist einfach zu unbeständig. Also total der düstere Himmel. Also heute Morgen sah es eigentlich noch ganz gut aus. Die Sonne kam raus. Es war zwar kalt mit irgendwie 3 Grad, 4 Grad, aber Schritt für Schritt wurde es irgendwie wärmer. Und weiter Richtung Mittelmeer, also bis Spanien runter, wurde es halt immer dunkler. Ne? Teilweise so richtige Weltuntergangsstimmung. Also nicht wirklich sehr schön zu fahren. Und das ist halt so ein bisschen blöd, weil so kann man das nicht so richtig genießen. Also ich hatte mir eigentlich von der Costa del Sol so ein bisschen mehr erwartet. Ich war ja vor 2 Jahren hier schon mal mit dem Bulli und das war in der Hochsaison und diesmal ist es die totale Nebensaison. Also alle diese Strände, wo ich jetzt vorbeigekommen bin, die waren menschenleer. Also da war keine Sau. Auch die Campingplätze sind alle noch geschlossen. Ja, ich hätte im Prinzip heute nur wild campen können, aber bei dem unbeständigen Wetter habe ich irgendwie nicht so die Lust, dann regennasses Zelt zu haben oder so und am nächsten Tag dann mit den nassen Klamotten zu fahren. Das ist irgendwie doof und deswegen habe ich diesmal noch ein Hotel gebucht. Ich bin jetzt nicht allzu weit von Lloret de Mar entfernt. Das ist nicht mehr so weit. Und leider ist der Wetterbericht für die nächsten Tage jetzt auch nicht gerade berauschend. Ich fahre dann morgen Richtung Valencia. Also es liegt ungefähr auf halbem Weg bis zu meinem Zielpunkt. Das ist Algeciras. Algeciras sind ungefähr 1200 Kilometer, von dort aus fährt die Fähre ab. Und in Valencia sollen es morgen vielleicht 7 oder 8 Grad sein und teilweise auch regnen und stark bewölkt. Und sogar in Malaga, was also dann der nächste Etappenschritt ungefähr wäre, sieht es momentan echt nicht gut aus. Es sieht tatsächlich so aus, als ob die Costa del Sol diesmal komplett ohne Sol ist. Was wirklich schade ist. Okay, aber dafür werde ich dann hoffentlich in Afrika gutes Wetter bekommen und vielleicht auf dem Rückweg dann irgendwie Spanien ein bisschen mehr genießen können. Gut, aber nützt ja nichts. Es wird nicht rumgejammert. Morgen geht's weiter und wir sehen uns morgen. Ciao. Auf geht's in den Tag 4. Wir starten von Palamós aus unserem Hotel, das wirklich sehr nett war. Und es geht weiter Richtung Teruel. Nicht außer Acht zu lassen ist die schöne Lage. Im Sommer ist es hier sicher richtig schön. Hier befindet sich direkt ein Strand um die Ecke und noch hält sich das Wetter einigermaßen. Wiederkehrende Regen macht mir das Leben wirklich extrem schwer und ich überquere wieder zahlreiche Gebirgszüge mit Schneefall und Regen und eisigen Temperaturen und das war mit einer der härtesten Etappen auf der Hinfahrt und ich war extrem hart durchgefroren am Ende. Toll, da kommt mal kurz die Sonne raus. Boah, ich glaube gar nicht, wie kalt das ist. Ich muss mir jetzt unbedingt irgendwo ein Hotel suchen. Sonst gehe ich hier noch kaputt. Boah, verdammt. Boah, ja, ich bin jetzt in Teruel. Boah, das war der Hammer gerade. 45 Kilometer lang Regen, Schneeregen und Schnee. Temperatur sind bis auf 1 Grad oder 0 Grad abgesunken. Boah, meine Füße sind eiskalt von diesen scheiß Schuhen. Die sind völlig daneben, die Dinger. Unfassbar.
Da ist es. So, da sind wir endlich. Nee, auch nicht schlecht. Na gut, klein, aber fein. Okay, gut. Oh, das ist jetzt hier in Tourelle. So gegen Abend, nachdem ich geduscht habe, blieb mir noch ein bisschen Zeit, mir die Stadt ein bisschen anzugucken und etwas zu essen zu finden. Leider ist es dabei geblieben, dass ich irgendwie an einem Hotdog-Stand hängen geblieben bin und der Hotdog hat fürchterlich geschmeckt. Aber was soll's. Tag Nummer 4 beginnt hier in Palermus im Hotel Arubi und geht hier bei ganz fürchterlichen Bedingungen durch das Bergland. Da bin ich eben nicht an der Costa del Sol weitergefahren, weil das machte keinen Sinn, sondern bin hier über das Bergland gefahren im ganz üblen Wetter, Schnee, Regen, eisige Temperaturen und habe dann schließlich hier in Teruel in einem Hotel abgestiegen. Das war auch sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr angenehm. Ja, jetzt bin ich hier fertig endlich. Ich habe vorhin geduscht, erstmal über eine halbe Stunde. Also meine Füße waren dermaßen eingefroren, vor allen Dingen mein kleiner Zeh, der eine. Ich glaube, der war hart an dem Gefrierband. Also 8, 9 Stunden im Regen zu fahren mit nassen Schuhen bei Temperaturen bis zu, weiß ich nicht, 1 Grad, Regen, Schnee, Eisregen, Hagel, eiskalter Polarwind. Bis zu 1400 Meter hoch bin ich gefahren über so einen Gebirgszug. Ich weiß gar nicht, was für ein Gebirgszug das ist. Ich habe mir am Ende gedacht, naja, es war vielleicht doch gar nicht so eine gute Idee, ins Landesinnere zu fahren, um einfach die Strecke so ein bisschen abzukürzen, weil ursprünglich wollte ich ja an der Küste lang fahren. Nur bei so einem miesen Wetter macht das auch nicht so wirklich Spaß, an der Küste zu fahren. Aber was ich irgendwie nicht bedacht habe, ist, dass im Landesinneren natürlich auch viele Berge sind und teilweise war sogar leichter, die Kuppen der Berge leicht weiß, ne? Also von dem Schneefall. Also ich weiß nicht, ob es in Spanien um die Zeit immer so schlimm ist vom Wetter oder ich habe dieses Jahr wirklich einen ziemlich schlimmen Winter erwischt. Also nochmal würde ich, glaube ich, Ende März nicht losfahren, weil das ist schon ganz schön hart. Also jeden Tag Regen und heute war echt der Hammer. Also 2 Stunden, 3 Stunden Dauerregen, aber richtig heftig, eiskalt. Dann kam mal kurz die Sonne raus, dann habe ich meine Füße so ein bisschen getrocknet und ja, dann wurde es wieder bewölkt und auf einmal fing es wieder an zu schneien und es wurde noch kälter. Also eiskalt, dann 45 Kilometer gefahren über Berge und dann ja, war einfach bitterkalt. Ne? Aber man muss natürlich sagen, wenn ich jetzt keinen undichten Schuh gehabt hätte, wäre das nochmal eine andere Geschichte gehabt. Aber so hat mir das jetzt hier gereicht. Ich bin jetzt in Teruel angekommen. Das sind, glaube ich, so ungefähr noch 650 Kilometer von Malaga entfernt. Das ist meine nächste Richtung für morgen. Ich hoffe, dass ich es ungefähr bis dahin schaffe, weil von Malaga aus bis zu meiner Fähre sind das ungefähr noch 200 Kilometer zu fahren. Und ich habe ja morgen noch den ganzen Tag zum Fahren und die Fähre, die ich gebucht habe, geht übermorgen um 14 Uhr. Bedeutet also, ich muss spätestens um 12 am Hafen sein. Wenn ich es nicht schaffe, bedeutet das, ich muss eine neue Fähre buchen. Gut.
Gut, das ist jetzt nicht ganz so teuer, kostet irgendwie 68 Euro, aber ich würde es schon ganz gern schaffen und dann endlich mit der Fähre nach Afrika rüber. Und da hoffe ich doch, dass endlich die Sonne richtig draußen ist und wir dieses üble Winterwetter hinter uns lassen können. Ich dachte heute, ich fahre zum Nordkap. Ja, also das war schon echt der Oberhammer. Ich dachte, wollte er mich eigentlich verarschen? Ich fahre nach Spanien und dann habe ich so ein übles Wetter. Also viel schlimmer kann es bei uns auch nicht sein. Aber gut, vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Gut, wir sehen uns morgen. Der nächste Tag morgen wird auch nochmal richtig happig. Es wird zwar relativ kalt am Morgen werden, aber es soll angeblich nicht regnen. Hoffen wir mal, das bleibt doch so. Dann gute Nacht. So, jetzt geht's runter zur Costa del Sol, Aufbruch in Teruel, morgens Abmarsch. Auf geht's. Nach einem langen Fahrtag komme ich endlich in Malaga an und bin wirklich froh, jetzt hier die Küste zu sehen und bin da hoffnungsvoll, dass das Wetter sich bessert. Und es ist von Malaga aus auch nicht mehr wirklich weit bis nach Algeciras zu meinem Fährhafen. Unglaublich. Auch hier ist es schwierig, irgendwo draußen zu schlafen. Unter diesen Bedingungen so gucke ich am Abend wieder nach einer geeigneten Unterkunft und finde noch eine relativ günstige hier in der Nähe von Marbella. Und bin aber auch ziemlich durch am Ende des Tages, ziemlich durchgefroren und freue mich auf eine warme Dusche. An Tag 5 starten wir in Teruel und weiter geht es ganz runter an die Küste bis nach Malaga und am Ende übernachte ich hier in Marbella in einer günstigen Unterkunft. Das hat auch wieder furchtbar geregnet und es war auch schon ziemlich spät. Ja, ich bin jetzt in Marbella angekommen. Ich bin nach 650 Kilometern endlich in Malaga eingetroffen vorhin und jetzt in Marbella, das sind ungefähr noch mal 30 Kilometer. Ich wollte unbedingt noch ein bisschen weiter Richtung Südwesten fahren, damit ich morgen nicht mehr so weit habe, um die Fähre rechtzeitig zu bekommen. Ja, es war wieder ein langer Ritt. Man muss sagen, ich glaube, ich bin 10 Stunden unterwegs gewesen und von den 10 Stunden hat es tatsächlich 8 Stunden durchgeregnet. Zwischendurch waren natürlich, oder ganz am Anfang waren natürlich meine Stiefel wieder durch und ich bin dann irgendwie etwas später in den Supermarkt und habe mir ein paar Müllbeutel geholt und habe die dann quasi über meine neuen Socken drüber gezogen und in die Stiefel rein, dass ich zumindest nicht total kalte Füße habe. Und ja, das hat auf jeden Fall geholfen. Die Strümpfe, die neuen, waren trotzdem wieder ein bisschen nass. Es lag einfach daran, dass wahrscheinlich
durch das Schwitzwasser, wie auch immer, aber auf jeden Fall deutlich besser als völlig durchgekühlte Strümpfe. Sonst, ja, Katastrophe das Wetter. Also ich hatte so dermaßen einen Gegenwind, also ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen. Ich hatte richtige Orkanböen, immer aus Südwest, also schräg von vorne rechts oder direkt von vorne, sodass ich teilweise in 4. Gang runterschalten musste. Und ja, dementsprechend war mein Verbrauch hoch. Ich habe teilweise bis zu 5 Liter verbraucht, weil massiver Gegenwind, die ganze Zeit nur geregnet, eiskalt, sehr böiger Wind, sehr anstrengend. Aber am Ende habe ich es doch geschafft. Ich war dann heilfroh, als ich dann endlich in Malaga angekommen bin, nach 650 Kilometern über die Landstraße. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man den ganzen Tag so bei richtig übler, irgendwie useliger, feuchter Kälte fährt und auf einmal kommen die Sonnenstrahlen von oben durch. Ich hatte einmal so eine Phase, da war mal irgendwie für 10 Minuten die Sonne draußen und auf einmal wurde die Temperatur direkt um 5 Grad höher. Ich sehe das ja immer in meiner Anzeige am Motorrad. Und direkt ist so ein richtig tolles Gefühl. Also es ist total unbeschreiblich, wenn die Sonne durchkommt. Aber kurze Zeit später geht die Sonne wieder weg. Die Wolken werden wieder ganz, ganz dunkel und es fängt wieder an zu regnen. Naja, wie auch immer, ich habe es überlebt. Es war heute zumindest nicht ganz so kalt wie gestern, aber trotzdem relativ anstrengend. Ja, ich bin jetzt auf den letzten Drücker hier in Marbella irgendwie angekommen. Ich habe mir dann irgendwie unterwegs, als ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es langsam 7 Uhr, es wird langsam dunkel und es regnet die ganze Zeit. Ich muss irgendwie was zum Schlafen haben und habe dann mal eben angehalten, bei Booking.com geguckt und habe hier so eine relativ günstige Unterkunft bekommen für irgendwie 55 € und habe es jetzt endlich auch geschafft, hier reinzukommen, weil man musste da irgendwie sich einen Code schicken lassen und dann mit so einer Codekarte das Zimmer suchen und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt geduscht. Leider gibt es natürlich auch heute keine Zeit mehr, um irgendwas zu essen, weil ich bin hier wieder so ein bisschen abseits vom Schuss und noch irgendwie, keine Ahnung, einen halben Kilometer oder einen Kilometer zu Fuß laufen, um irgendwie was zu essen zu finden, da habe ich keine Lust drauf. So gibt es heute leider ein etwas spartanisches Mahl. Zeige ich euch mal. Ja, das ist jetzt alles. Ich habe jetzt hier noch Multivitaminsaft. Hier hat auch meine Mandeln aus Frankreich. Ein Apfel übrig geblieben, den habe ich irgendwie vom Frühstück mitgenommen. Und ich habe hier noch 3 solche Maiswaffeln. Okay, aber ich habe jetzt nicht übermäßig Hunger, sodass das, glaube ich, okay ist, das Ganze. Ja, ich werde es schon überleben damit. Also komischerweise, ich habe kaum Hunger. Ne? Ich trinke relativ wenig, aber das Wetter ist auch einfach dementsprechend beschissen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit Kaugummi gekaut, weil das Problem ist, wenn ihr die ganze Zeit einen trockenen Mund habt, ist das total unangenehm, wenn man so 8, 9, 10 Stunden am Stück Motorrad fahrt. Und auch wenn man das Visier zwischendurch aufmacht, kommt wirklich ein eiskalter Wind da rein und ja, man trocknet relativ schnell aus. Aber ich kann ein bisschen abnehmen, bin zu fett, also von daher macht das jetzt nichts und die kleine Mahlzeit hier reicht für heute. Morgen geht es nach Algeciras, das sind ungefähr noch 100 Kilometer und ich hoffe, dass ich das so in 2 Stunden schaffe. Also immer bedenken, ich fahre nur Landstraße und auch hier die ganze Küstenstraße von Malaga aus bis hierher, bis Marbella, das ist wirklich ein Zockeltempo. Also da ist so viel Verkehr direkt die Promenade lang und immer wieder Regen dazwischen. Man muss unglaublich aufpassen auf diesen Fußgängerüberwegen. Diese weißen Fahrbahnmarkierungen sind schweineglatt. Ach so, eine Sache hätte ich fast vergessen. Heute habe ich das erste Opfer zu beklagen. Also meine Drohne, die ist leider in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Dummerweise, als ich in Malaga am Strand war, dachte ich, okay, mach mal so einen schönen Shot, dass irgendwie die Drohne vor mir herfliegt. Und ich habe irgendwie ganz vergessen, dass man die nicht über Wasser fliegen darf. Und irgendwie bin ich am Strand lang gelaufen. Und die wurde irgendwie kurz irritiert durch das Wasser und dann fing sie an, irgendwie ein bisschen abzudriften. Und ich habe natürlich versucht, sie zu holen, habe aber jetzt momentan diesen Tracking-Modus drin, wo sie vor mir wegfliegt. Und natürlich ist sie direkt ins Meer reingeflogen. Ja, super. Und ich konnte natürlich nicht hinterher springen. Ich war eh schon nass. Und ja, die Drohne ist jetzt abgesoffen. Sehr schade. Ja gut, aus Schaden wird man klug. Ich habe die andere Drohne noch dabei, die DJI. Die kann ich jetzt leider natürlich nicht so spontan einfach benutzen. Das ist total schade. Aber was soll's, nützt ja nichts, sich zu ärgern. Aus Schaden wird man klug. Ich esse jetzt meine Sachen auf und dann lege ich mich ins Bett und morgen früh starte ich ganz früh. Wir sehen uns morgen. So, kurz nach 7, Tag Nummer 6. Auf geht's, würde ich sagen.
Ja, heute verlassen wir diesen Kontinent und haben jetzt noch etwa 100 Kilometer bis Algeciras. Und ich sage erstmal Danke, dass ihr mit mir diesen ersten Teil angeschaut habt, und ihr könnt euch auf den nächsten Teil freuen. Da geht es nach Afrika. Zunächst auf die Fähre und weiter nach Süden Richtung Nordafrika. Wir sehen uns im zweiten Teil. Bis gleich.